Es gibt ein Land, das oft gelobt wird von Politikern auf der ganzen Welt. Ein Ort, an dem die Steuern hoch sind, aber Unternehmen weltweite Anerkennung genießen. Ein Land der Freude, in dem, wie es heißt, der Staat und nicht der Markt das Sagen hat. Da es alles bereitstellt, was man braucht und alles reguliert, was man nicht braucht. Der Beweis, dass demokratischer Sozialismus die Antwort ist. Aber könnte dasselbe Land tatsächlich eines der kapitalistischsten Länder der Welt sein? Im August 2025 führten wir in den USA und Deutschland eine Umfrage dazu durch, was die Menschen über Schweden denken. Wir stellten 2 Fragen. Ist Schweden kapitalistischer oder weniger kapitalistisch als die USA? Und welches Land hat im Verhältnis mehr Milliardäre? Die meisten Menschen halten die USA für kapitalistischer als Schweden. 82% in Deutschland und 86% in den USA. Die Mehrheit glaubt auch, dass es in den USA mehr Milliardäre gibt als in Schweden. 74% der Deutschen denken das und fast 90% der Amerikaner. Heute sind wir in Schweden, um zu sehen, ob das alles zutrifft. Ist Schweden ein Paradies des demokratischen Sozialismus oder basiert sein Reichtum auf freier Marktwirtschaft? Immer wenn ich höre, dass Schweden ein sozialistisches Land ist, denke ich, oh nein, nicht schon wieder. Die sozialistische Politik der 70er Jahre scheiterte dramatisch. Selbst die Sozialdemokraten gingen auf Distanz. Schweden ist ein Land, das seine Wirtschaft in den letzten 30 Jahren radikal umgebaut hat. Viele sehen Schweden noch immer so, wie es in den 1970er Jahren war. Doch diese Sichtweise ist längst überholt. Und falls Sie noch nichts von diesem Wandel gehört haben, dann ist diese Dokumentation für Sie. Sie werden ein Land entdecken, das Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuern abgeschafft hat. Heimat herausragender Unternehmer und eines bemerkenswerten Finanzsystems. Schweden ist nicht in jeder Hinsicht perfekt, aber vieles ist ganz anders, als Sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Dies ist eine der größten Touristenattraktionen Stockholms. Hier sehen Sie ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert in seiner ganzen Pracht. 1628 wurde es König Gustav Adolf II. Präsentiert. Es sah wunderschön aus. Die Menschen jubelten. Doch nur 20 Minuten später, mit dem ersten starken Wind, begann es zu sinken und lief auf Grund. In den 1960er Jahren begann Schweden, das damals bereits zu den reichsten Ländern der Welt zählte, seine Liaison mit dem demokratischen Sozialismus. Anfangs schien alles gut zu laufen, doch schon bald geriet die Wirtschaft ins Wanken und lief fast auf Grund. Um zu verstehen, wie Schweden zu einem Staat werden konnte, der heute so viel umverteilen kann, müssen wir uns die Quelle seines Reichtums ansehen. Kaum zu glauben, aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Schweden eines der ärmsten Länder Europas. Schweden ist und war ein außerordentlich erfolgreiches Land, das sich im 19. Jahrhundert durch marktwirtschaftliche Reformen aus extremer Armut befreit hat. Früher war Schweden ein stark reglementiertes Land. Doch im Juni 1864 gewährte Schwedens Regierung ihren Bürgern Handelsfreiheit. Nun konnte jeder eine Werkstatt oder ein Geschäft eröffnen. Langsam begannen sich die Dinge zu verändern und Schweden begann seinen langen Marathon, um zum Rest Europas aufzuschließen. Doch noch immer lebten unzählige Menschen in extremer Armut und viele flohen aus Schweden in die USA auf der Suche nach besseren Chancen. Als die Menschen Schweden verließen, begann die große Auswanderungswelle. Es gingen die Jungen, die Ehrgeizigen, die Menschen, die etwas in der Welt erreichen wollten. Sie gingen nach Amerika, ins Land der Freiheit, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Glücklicherweise hatten wir Politiker, die bereit waren, Reformen durchzuführen. Viele liberale Reformen wurden durchgeführt nach diesem Exodus. 1865 wurde unternehmerische Freiheit eingeführt. Wir waren eines der ersten Länder, wenn nicht sogar das erste Land mit einem Gesellschaftsrecht, das Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung ermöglichte. Das inspirierte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Welle von Unternehmensgründungen. Firmen, die wir heute als Ericsson oder Alfa Laval kennen.
Schweden entwickelte sich von einem weit zurückliegenden zu einem der reichsten Länder der Welt. Jene, die blieben, erlebten ein Rekordwachstum. Von 1870 bis 1970 verzeichnete Schweden das zweithöchste Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf weltweit. Und all dies mit niedrigen Steuern und mehr wirtschaftlicher Freiheit als im Durchschnitt Europas. In den ersten 50 Jahren nach den Reformen stieg die Lebenserwartung um 26 Jahre. Die Säuglingssterblichkeit sank um 85% und mit jedem Jahrzehnt wuchs die Kaufkraft der Arbeitnehmer um 25%. Die Menschen konnten ihr Potenzial entfalten, Ideen und Produkte austauschen, Risiken eingehen, den Beruf frei wechseln oder auch spekulieren und investieren. Doch nach fast einem Jahrhundert unglaublichen Wachstums entschieden einige Politiker, dass die Situation verbessert werden müsse. Schweden ist ein gutes Beispiel für ein Land, das versuchte, den demokratischen Sozialismus einzuführen. Manche Leute dachten, Schweden sei wie eine große Familie. Man sprach von Schweden als Folkhem, einem Zuhause, in dem alle unter einem Dach leben. Und dort, so die Idee, könne man solche Experimente wagen. Kaum Korruption, eine hohe Arbeitsmoral und all dies in einer Gesellschaft, in der jeder jedem vertraut. Gunnar Myrdal hatte wohl recht. Wenn in irgendeinem Land Sozialismus funktionieren könnte, dann in Schweden. Schweden schien das perfekte Land, um den demokratischen Sozialismus zu erproben. Könnte etwas schiefgelaufen sein? Ich bin in den 70ern aufgewachsen. Es war eine tolle Zeit für viele Dinge, aber wirtschaftlich gesehen war es keine gute Zeit für Schweden. Anfangs gab es reichlich Wohlstand zu verteilen. Die Menschen waren bereit zu teilen. Niemand ahnte, dass sie eines Tages mehr als 100% Steuern zahlen müssten. Im Jahr 1960 waren Schwedens Steuern niedriger als in den USA oder Großbritannien. Doch dann wurden bei uns in Ende der 60er und in den 70er Jahren die Steuern stark erhöht, was Schweden schadete. Man trieb Schweden in Richtung Planwirtschaft. Ziel war es, die Gesellschaft durch zahlreiche Gesetze zu verändern. Eines von vielen Beispielen war eine Änderung des Kündigungsschutzes. Nach einer Weile begann das Wachstum etwas nachzulassen. Schweden gehörte nicht mehr zu den am schnellsten wachsenden Ländern. Dennoch stand es weiterhin gut da. 1970 war es das viertreichste Land der Welt. Der Staat expandierte kontinuierlich. Von 700.000 Staatsangestellten im Jahr 1970 zu 1,2 Millionen im Jahr 1975. Als ich jung war, war es verdächtig, Unternehmer zu sein. Wenn die Leute sagten, er ist Unternehmer, schwang Misstrauen mit. Es waren Betrüger, die andere ausbeuten. Er hat einen Dienstwagen und eine eigene Firma. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wo kommt dieses Geld her? Es gab eine zweite Auswanderungswelle. Aber diesmal verließen nicht die Armen und Unterdrückten das Land, sondern die Unternehmer. Menschen, deren Grenzsteuersatz zum Teil über 100% lag. Natürlich nahmen sie ihr Geld, ihre Ideen und ihren Unternehmergeist mit. IKEA-Gründer Ingvar Kamprad musste nicht nur 85% Einkommensteuer zahlen, sondern auch sein Vermögen wurde stark besteuert. Als er versuchte, Vermögenswerte zu verkaufen, um die Steuern zu begleichen, führte die Regierung eine weitere Steuer ein. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und Kamprad wanderte aus. Im Januar 1976 wurde in diesem Theater der Regisseur Ingmar Bergman wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen. Sein Haus wurde durchsucht, sein Pass konfisziert, er wurde stundenlang von der Polizei verhört. Schließlich stellte sich heraus, dass er unschuldig war. Doch auch er wanderte aus und ging nach Deutschland.
Die Leistungsträger fühlten sich nicht mehr willkommen. Manche wanderten aus in Länder, wo die Steuern niedriger waren. In dieser Zeit wurde keines der größten schwedischen Unternehmen gegründet und viele verschwanden. Es machte keinen Sinn mehr, neue Unternehmen zu gründen oder Risiken einzugehen. Es gibt einen Punkt, an dem es keine Anreize mehr gibt, zu arbeiten. Zwischen 1970 und 1984 absorbierte der öffentliche Sektor das gesamte Beschäftigungswachstum. Die meisten neuen Stellen entstanden im Sozialbereich. Die Unternehmer hatten in ihren Betrieben immer weniger zu sagen. Die Gewerkschaften konnten mitentscheiden, etwa über die Unternehmensstrategie sowie über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern. Einer der größten Fehler war es, dass Politiker die Bedeutung der Unternehmer nicht verstanden haben. Sie dachten, man könne ohne Unternehmer auskommen und empfand sie als überflüssig. Wir können Unternehmen auch ohne Unternehmer gut führen. Wir brauchen sie nicht. So dachten sie. Schweden führte viele sozialistische Reformen ein. Mit dem sogenannten Löntagarfonder sollten Unternehmen sukzessive sozialisiert werden. In den 70er Jahren wurde ein sogenannter Arbeitnehmerfonds eingeführt. Unternehmen mussten Dividenden an die Gewerkschaften zahlen, die davon weitere Anteile des Unternehmens erwarben. Schritt für Schritt gehörten die Unternehmen immer mehr den Gewerkschaften und immer weniger den ursprünglichen Eigentümern. Die Gewerkschaften wollten die Unternehmen kontrollieren. Und die kaufen davon neue Aktien dieser Firma. Das heißt, je erfolgreicher der Unternehmer war, desto schneller würde er sein Eigentum verlieren. Und am Ende sogar selbst besitzen. Damit war das Maß voll. Zum ersten Mal in der Geschichte gingen schwedische Unternehmer auf die Straße. Es gab riesige Demonstrationen. Zehntausende marschierten vor das Parlament und protestierten. Über 100.000 Geschäftsleute gingen auf die Straße. Das war ganz ungewöhnlich. Ich selbst war damals dabei mit 19 Jahren. Ein unvergessliches Erlebnis. Irgendwann stießen die radikalen sozialistischen Maßnahmen sogar jene vor den Kopf, die den Sozialdemokraten nahestanden. Astrid Lindgren, die weltberühmte Autorin von Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf, sympathisierte mit den Sozialdemokraten. Doch sie war empört, als 1975 der Spitzensteuersatz für sie unglaubliche 102% erreichte. Ihrem Ärger machte sie Luft in einer Satire auf das schwedische Steuersystem, die sie in einer Boulevardzeitung veröffentlichte. Hier sieht man, wie der Finanzminister den Artikel liest. Pomperipossa war in dieser Geschichte eine Hexe im Land Monismanien, einem Land, in dem der Staat Menschen mit mehr als 100% besteuert. Schwedens Finanzminister Gunnar Sträng erklärte, ihre Zahlen seien falsch. Sie soll anstatt über Steuern zu schreiben, lieber weiter Kinderbücher verfassen. Doch selbst Schwedens Ministerpräsident Palme musste schließlich zugeben, dass Lindgren recht hatte und nicht sein Finanzminister. Das war ein Schlag für ihn und trug maßgeblich dazu bei, die Diskussion über die Steuern zu ändern. Außergewöhnlich hohe Steuern für Reiche sind etwas, das jedem Sozialisten gefällt. Aber wie sieht das die schwedische Bevölkerung heute? 2021 gab ich eine Umfrage bei dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos Mori in Auftrag. Die Befragten hatten 2 Antwortmöglichkeiten. Erstens, die Steuern für Reiche sollten zwar hoch, aber nicht übermäßig hoch sein, da sie in der Regel hart für ihren Wohlstand gearbeitet haben und der Staat ihnen nicht zu viel wegnehmen sollte. Und zweitens, die Reichen sollten nicht nur hohe, sondern sehr hohe Steuern zahlen. So kann der Staat dafür sorgen, dass die Ungleichheit zwischen Ärmeren und Reicheren bei uns im Land nicht zu groß wird. In Frankreich waren mehr als 50% für sehr hohe Steuern für Reiche.
Nur 19% waren für moderate Steuern. In Deutschland war es ähnlich. Es gab lediglich 3 Ausnahmen: Polen, Vietnam und Schweden. In Schweden sagte fast die Hälfte der Befragten, die Steuern sollten nicht übermäßig hoch sein. Nur 32% sprachen sich für sehr hohe Steuern aus. In den 1970er Jahren überlebten immer mehr Unternehmen nur dank staatlicher Subventionen. Für private Unternehmen war das oft die einzige Möglichkeit, noch Gewinn zu erzielen. Aber nicht nur Unternehmer mussten kreative Wege finden, um die Steuerlast zu reduzieren. 1974 gewann ABBA den Eurovision Song Contest. Aber wussten Sie, dass die Kleidung der Sänger etwas mit dem Steuersystem zu tun hatte? Sie mussten nachweisen, dass ihre Kostüme nicht für den täglichen Gebrauch bestimmt waren, sonst konnten sie die Ausgaben nicht steuerlich geltend machen. Und so kleideten sie sich so ausgefallen wie möglich. Falls die Kostüme zu schön aussahen, waren die Kosten steuerlich nicht abzugsfähig. Nun wurde klar, dass der demokratische Sozialismus selbst in Schweden nicht funktionierte, trotz der zuvor hohen Arbeitsmoral und des allgemeinen Vertrauens, die nun jedoch überall abnahmen. Der Ausbau der Sozialsysteme führte dazu, dass es sich eher lohnte, zu Hause zu bleiben, als zur Arbeit zu gehen. Mitte der 1980er Jahre konnte man einfach auf dem Anrufbeantworter mitteilen: Ich bin krank. Sie brauchten für die ersten 7 Tage keine ärztliche Bescheinigung. Einige große Unternehmen mussten etwa 30% zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Es wäre ein großes Problem gewesen, wenn alle Angestellten am selben Tag zur Arbeit gekommen wären. Es gäbe nicht einmal genug Parkplätze. Du wurdest in den ersten 7 Tagen sogar besser bezahlt, als wenn du gearbeitet hättest. Ausgerechnet die angeblich gesündeste Nation der Welt meldete sich am häufigsten krank. 1960 kamen auf 100 Schweden, die in der Privatwirtschaft arbeiteten, nur 38, die in irgendeiner Form vom Staat abhängig waren. Sei es, weil sie im öffentlichen Dienst tätig waren oder weil sie Sozialleistungen bezogen. 30 Jahre später, 1990, war diese Zahl von 38 auf 151 gestiegen. Ende der 1980er Jahre begann Schweden, die Währung abzuwerten, um den zunehmenden finanziellen Problemen entgegenzuwirken. Doch diese Politik führte zu Arbeitslosigkeit und Inflation. Die Wirtschaft stagnierte. Die Menschen wurden immer unzufriedener. Und schließlich kam es zum wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und es war nicht irgendein rechtsgerichteter Politiker, der die dramatische Lage anprangerte, sondern es war der sozialistische Finanzminister selbst. Der Sozialdemokrat Kjell-Olof Feldt war damals Finanzminister. Er verstand, dass Schweden auf dem falschen Weg war, dass die Steuern zu hoch waren und es zu viele Steuerschlupflöcher gab. Er nannte das Steuersystem pervers. Verdorben und pervers. Ja, das war die Situation Ende der 80er Jahre. Und dies führte letztlich zu der großen Steuerreform von 1990. Es wurde deutlich, dass das sozialistische Experiment gescheitert und ein radikaler Politikwechsel hin zu mehr wirtschaftlicher Freiheit notwendig war. Als die Mitte-Rechts-Regierung die Wahl 1991 gewann, beauftragten sie Assar Lindbeck, einen ehemaligen Sozialdemokraten, mit der Ausarbeitung von Lösungen für die Probleme Schwedens. Er präsentierte ein Programm mit 104 Punkten. Das war auch der Start der großen Steuerreform. Nach der Krise der 90er Jahre hat Schweden viele Reformen durchgeführt. Es wurde für alle klar, dass wir mehr Marktwirtschaft brauchten und dass es keine Zeit zu verlieren gab. Die Reformen in Schweden waren Teil einer internationalen Bewegung zur Deregulierung und Steuersenkung. Als diese Welle die großen Länder erfasste, war es für ein kleines, exportabhängiges Land wie unseres unmöglich, außen vor zu bleiben. Die Reformen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre lösten in Schweden einen beispiellosen Wachstumsboom aus. Die Sozialausgaben wurden gekürzt von 22,2 auf 16,9% des BIP. Unterstützung von schlecht geführten Unternehmen wird immer weniger Geld bereitgestellt.
In Schweden gab es schon früh eine Reform des Telekommunikationsmarktes. Und wir haben die Eisenbahnsysteme entflochten. Wir haben den Strommarkt geöffnet. Wir führten Bildungsgutscheine ein, mit denen Sie auch dann, wenn Sie nicht vermögend sind, eine Privatschule besuchen können. Eine weitere Reform brachte mehr Marktwirtschaft in die Altersvorsorge und stützte sich nun stärker auf private Kapitalanlagen. Eine der antisozialistischen Reformen brachte IKEA-Gründer Kamprad dazu, wieder nach Schweden zu ziehen. Im Dezember 2004 fand im schwedischen Parlament eine Abstimmung über die Erbschafts- und die Schenkungssteuer statt. Alle Parteien von links bis rechts stimmten für die Abschaffung. Als es noch die Erbschafts- und Schenkungssteuer gab, war das für viele Unternehmer ein enormes Problem. Es gab eine enorm hohe Erbschaftssteuer, die etwa 70% betrug. Damals musste man komplizierte Gestaltungen wählen, um die Erbschaftssteuer zu reduzieren. Doch viele Unternehmen konnten wegen der hohen Steuern nicht von der nächsten Generation übernommen werden. Sie hatten nicht genügend Liquidität, um diese hohen Steuern zu entrichten. Alles war in der Firma gebunden. Für ein kleines und niedrig bewertetes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern ging es vielleicht noch irgendwie. Aber mit einem Umsatz von beispielsweise 50 Milliarden Kronen, da war das schon extrem schwierig. In manchen Fällen mussten die Erben sogar ihr Unternehmen verkaufen, um die Liquidität zur Begleichung der Steuern zu beschaffen. Hinzu kam, dass sie die Steuern vielleicht gerade dann zahlen müssen, wenn ihr Unternehmen in einer Krise ist, weil der Inhaber verstorben ist. Viele Unternehmen haben das nicht überstanden. Einer meiner Söhne möchte im Unternehmen weiterarbeiten. Darüber freue ich mich sehr. Wenn er Erbschafts- oder Schenkungssteuer zahlen müsste, nein, ich glaube nicht, dass er daran interessiert wäre. Er würde dann nicht weitermachen wollen. Heute bin ich einfach so glücklich, dass mein Sohn die Firma übernehmen und sie weiterführen möchte. Seit Schweden die Erbschaftssteuer abgeschafft hat, können sich Unternehmer und Geschäftsinhaber auf ihr Geschäft konzentrieren. Sie müssen sich keine Sorgen machen, was mit ihrem Eigentum geschieht, wenn sie alt sind und das Unternehmen nicht mehr führen können. Dies führte zu einer Welle unternehmerischer Aktivitäten, finanziert durch Venture Capital und privates Kapital. Ohne die Abschaffung der Vermögens- und Erbschaftssteuer hätte es das nie gegeben. Du kannst entweder einen Teil dieses Apfelbaums absägen und für die Steuern verwenden, oder du kannst einige der Äpfel pflücken, um davon die Steuern zu zahlen. Wenn du einige der Äpfel pflückst, dann trägt der Baum jedes Jahr mehr Früchte und alle profitieren davon. Niedrigere Steuern bedeuten also höhere Steuereinnahmen. Mit dem marktwirtschaftlichen Ansatz wuchsen die Reallöhne zwischen 1995 und 2015 um 60%. Und das verfügbare Einkommen wuchs um etwa 49%. Auch Durchschnittsverdiener werden wohlhabender. Laut Gini-Koeffizient ist Schweden in der Vermögensverteilung ungleicher als Großbritannien, Kanada, Deutschland, die USA und viele andere Länder. Aber das ist nicht schlecht, sondern gut für Schweden. An einem Ort mit immer mehr Millionären könnte man vielleicht auch mehr Sozialneid erwarten. Aber offenbar möchte Schweden die Fehler der 70er Jahre nicht wiederholen. Basierend auf unserer Umfrage in 13 Ländern haben wir den sogenannten Sozialneid-Koeffizienten ermittelt, der zeigt, wie neidisch die Menschen in den einzelnen Ländern sind. Je höher der Wert, desto größer der Sozialneid. Frankreich ist Nummer 1, gefolgt von Deutschland. Schweden hat das gleiche niedrige Niveau wie die USA. Und in Polen und Japan ist der Neid sogar noch geringer. Vielleicht waren wir früher neidischer als heute, weil wir homogener waren. Wie vor 20 Jahren. Die Steuerbelastung in Schweden ist heute zwar viel geringer als früher,
Aber die Einkommenssteuer ist dennoch eine der höchsten weltweit. Bis zu 57% für natürliche Personen und 20,6% für Unternehmen. Obwohl Schweden im internationalen Vergleich ein hohes Steuerniveau hat, gibt es gute Bedingungen für Investments. Die Kapitalsteuer liegt global im mittleren bis hohen Bereich. Aber sie ist leicht vorherzusagen. Sehr einfach und unkompliziert. Laut einer EZB-Studie würde eine weitere Erhöhung der Steuern auf Arbeit so großen Schaden anrichten, dass die zusätzlichen Einnahmen dies nicht ausgleichen könnten. Mit Blick auf die Kapitalsteuern, so die EZB, befindet sich Schweden auf der falschen Seite der Kurve. Das bedeutet, dass der Staat seine Einnahmen einfach durch Steuersenkungen erhöhen könnte. Mein Bekannter Arthur Laffer ist der Ökonom hinter der Laffer-Kurve. Die zeigt, dass man die Steuereinnahmen durch Steuersenkungen erhöhen kann. Das werden Sozialisten jedoch nie verstehen. Schweden ist nur eines von vielen Ländern, die beweisen, dass dies funktioniert. Dieses Diagramm zeigt, dass das Verhältnis von Steuereinnahmen zum BIP in Schweden gesunken ist. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen um etwa 700 Milliarden gestiegen. Die Steuereinnahmen sind höher als vor 25 Jahren. Man kann tatsächlich arbeiten und damit reich werden. Das ging in den 70er und 80er Jahren nicht. Man konnte im Lotto gewinnen oder man konnte Geld erben. Aber es gab keine Möglichkeit, einfach nur hart zu arbeiten und reich zu werden. Der Index der wirtschaftlichen Freiheit zeigt etwas, das viele überraschen wird. Nur in 11 von 176 Ländern ist die wirtschaftliche Freiheit größer als in Schweden. Aber 164 Länder sind weniger kapitalistisch als Schweden. Zum Beispiel die USA auf Platz 26, Großbritannien auf Platz 33 und Frankreich auf Platz 63. Erinnern Sie sich an die Umfrage, die ich zu Beginn dieses Films erwähnt habe? Eine große Mehrheit glaubte, die USA seien kapitalistischer als Schweden. Diese Meinung ist zwar weit verbreitet, aber sie ist falsch. Wir versuchen einen Mittelweg zu finden. Hoher Steuerdruck und eine sicherlich hohe Umverteilung der Einkommen bei gleichzeitig dynamischer Investitionswirtschaft. Wir sind heute wirtschaftlich freier als die USA. Und ohne Vermögens- und Erbschaftssteuern haben wir heute mehr wirtschaftliche Freiheit als die meisten entwickelten Länder der Welt. Schweden hat heute sehr viele Milliardäre. In unseren Umfragen erklärten 74% der Befragten aus Deutschland und 89% aus den USA, dass sie glauben, es gebe auf die Einwohner bezogen mehr Milliardäre in den USA als in Schweden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Zahl der Milliardäre in Schweden zu bestimmen. Die höhere Zahl ergibt sich, wenn man alle schwedischen Milliardäre zählt. Es sind etwas weniger, wenn man diejenigen weglässt, die nicht in Schweden leben. In beiden Fällen ist die Anzahl der Milliardäre pro 1 Million Einwohner jedoch höher als in den USA. Die meisten Menschen glauben das Gegenteil. Dass es in Schweden mehr Reiche gibt, bedeutet keineswegs, dass es den normalen Schweden schlechter geht. Die Altersvorsorge mit kapitalgedeckten Ersparnissen, die am Aktienmarkt investiert werden, hat jeden Schweden wohlhabender gemacht. Reich werden ist kein Nullsummenspiel. Sie werden nicht auf Kosten anderer Menschen reich. Sie werden reich, indem sie etwas erschaffen, was Nutzen für andere Menschen stiftet. Im Jahr 2003, vor den Reformen, hatte Schweden 2 Milliardäre auf der Forbes-Liste. Heute haben wir 32. Ein enormer Zuwachs. Laut dem Nobelpreisträger William Nordhaus erzielen Unternehmer 2% der Gesamtgewinne des innovativen Unternehmertums. Wenn also jemand Milliardär geworden ist, muss er mehrere Billionen Dollar Beitrag zur Wirtschaft geleistet haben. Denken Sie daran, wenn Sie Spotify nutzen, die Sicherheit von Volvo-Autos loben, Kleidung von H&M tragen oder an einem Ikea-Tisch sitzen.
Im Allgemeinen ist es sehr gut, in Schweden Investor zu sein. Wenn Sie Beispiele möchten, ich könnte Ihnen 45 nennen. Wir haben 45 sogenannte Unicorns. Und wir hatten allein in den letzten 10 Jahren über 500 IPOs. Mehr als in einigen großen Ländern Europas zusammen. Hoch lebe Schweden. Auch dass unser Kapitalmarkt sehr gut funktioniert, hat dazu beigetragen, dass Unternehmer wohlhabend werden können und in Schweden bleiben. Manchmal heißt es, Schweden habe nicht genug Risikokapital und dass es für Start-ups schwer sei. Und ja, es wäre gut, noch mehr Kapital zu haben. Es wäre gut, wenn wir noch mehr Reiche hätten, die der nächsten Generation etwas vermachen könnten. Die Wahrnehmung Schwedens ist weiterhin voller Widersprüche. Ein Land der Kollektivisten, wo jeder davon träumt, in Ruhe gelassen zu werden. Eine friedliebende Gemeinschaft, die gleichzeitig einer der 13 größten Waffenexporteure der Welt ist. Eine egalitäre Gesellschaft, die ihre Königsfamilie liebt und einen größeren Anteil an Milliardären hat als die USA. Und eines der kapitalistischsten Länder der Welt, das weiterhin, wenn auch fälschlicherweise, für seine angeblich umfassende Umsetzung sozialistischer Prinzipien gelobt wird. Wir haben gezeigt, dass Schweden kein Beispiel für demokratischen Sozialismus ist. Aber natürlich gibt es im heutigen Schweden, wie in vielen anderen sogenannten kapitalistischen Ländern, immer noch viele sozialistische Elemente. Schweden hat zwar die Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer abgeschafft, aber die Einkommensteuer ist immer noch zu hoch und der Arbeitsmarkt immer noch überreguliert. Ich bin zwar für ein gewisses Maß an Sozialleistungen für Menschen, die nicht arbeiten können, aber das Sozialsystem sollte die Bereitschaft zu arbeiten nicht beeinträchtigen. In den letzten 200 Jahren hat der Kapitalismus die Zahl der Armen von weltweit 90 auf heute 10% reduziert. Gleichzeitig ist die Zahl der Reichen dramatisch gestiegen. Und der Sozialismus hat nirgendwo das Leben der Menschen verbessert. In den meisten Fällen führte Sozialismus zu Diktatur und Mord. Auch die wenigen Beispiele für demokratischen Sozialismus sind gescheitert, wie Schweden zeigt. Als ich aufwuchs, wurde man misstrauisch betrachtet, wenn man ein Unternehmen gründen wollte. Heute ist es umgekehrt. Junge Leute finden es cool, Unternehmer zu sein. Die Geschichte des Unternehmens ist heute eine Heldengeschichte. Unternehmer sind Vorbilder für junge Menschen. Heute werden Unternehmer in Schweden als Helden gefeiert. Wir sind sehr stolz auf Spotify, auf Klarna, auf Volvo, auf Ikea. Und das führt zu dieser Wir schaffen das Mentalität. Ja, er ist reich, aber er reinvestiert einen Teil des Geldes. Und wissen Sie was? Am Ende profitieren wir alle davon. Die Linke sagt, dass es keine Milliardäre geben sollte. Schweden zeigt aber, Milliardäre können gut für ein Land sein. Dasselbe gilt auch für die Schweiz, wo der Anteil der Milliardäre noch höher ist. Natürlich gibt es Länder ohne Milliardäre, einige sehr arme afrikanische Länder oder Kuba und Nordkorea. Hätte ich die Wahl, würde ich Schweden oder die Schweiz bevorzugen. Und die Milliardäre würden mich nicht im geringsten stören. Schweden wurde durch die sozialistischen Experimente in den 70er und 80er Jahren gegen den Sozialismus geimpft. Ich hoffe, andere Länder können etwas von unseren Erfahrungen lernen, sodass sie nicht die gleichen Fehler machen. Andererseits sehen wir auch Anzeichen einer Gegenreaktion. Junge Menschen erinnern sich nicht mehr an die schlechten Zeiten. Also ja, es wird leider wiederkommen. Das passiert wahrscheinlich alle 30 oder 40 Jahre, jede Generation. Man hat eine gute Zeit, dann vergisst man irgendwann, warum alles so gut ist. Der Grund ist ja, dass wir all diese Reformen umgesetzt haben. Und die haben wir gemacht, weil wir vorher in Schwierigkeiten steckten. Die Ideen der Sozialdemokraten sterben nicht aus. Sozialismus ist wie diese Galione. Sie sieht toll aus.
Heute wirft dieses Schiff ganz marktwirtschaftlich sogar Gewinne ab, weil dort Tickets, Bücher und Geschenke verkauft werden. Alles sieht wunderbar aus, bis jemand versucht, damit in den See zu stechen. Und wie der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal sagte, wenn es in Schweden nicht funktioniert, funktioniert es nirgendwo. Schweden beendete seine Romanze mit dem demokratischen Sozialismus, indem es zu dem zurückkehrte, was es stark und wohlhabend gemacht hat: mehr Marktwirtschaft. Dies sind einige der wirklich wichtigen Lektionen, die wir von Schweden lernen können.